was attached to my crotch. Too many barriers for people to get. Strukturen neu denken ist das Thema der diesjährigen Tagung. Damit sich Strukturen verändern können, braucht es vor allen Dingen neugierige und offene Menschen an Entscheidungspositionen, sowie SelbstvertreterInnen, die ihr Know-how und Erfahrungen weitervermitteln können oder ganz konkret, es braucht einfach tolle und wunderbare Begegnungen zwischen KünstlerInnen mit und ohne Behinderung sowie PolitikerInnen, FörderInnen, KuratorInnen, damit gegenseitiges Verständnis aufgebaut wird und ein wichtiger Wissenstransfer stattfindet. Meine Damen und Herren, Kunst entspringt oft aus der Krise. Wer kennt sich mit Krisen besser aus als Menschen jenseits der Norm? Menschen mit Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen jenseits der heterosexuellen Norm. Ich wünsche mir, dass wir alle an dieser Kunst weiterarbeiten. All of my erotic fantasies with other disabled people, and if they were into any of them, they could pull on the rope which was attached to my crotch, so I could know how they felt. And so the non-disabled audience volunteers, they needed to just lick my boot and leg up to my knee and lick my cane for the duration of the monologue. And you could see by how I foregrounded the invitation that it's something they wanted to do. Wir müssen Verständnis aufbringen für die Bedürfnisse von Leuten, die anders sind als unsere eigenen Bedürfnisse. Also dort müssen wir alle einen Schritt aufeinander zugehen. Wir haben die Tendenz, immer so ein bisschen an ähnliche Leute zu denken, wie wir selber sind. Egal, ob es jetzt um Architektur geht, um die Ausgestaltung von einem Event oder was auch immer. Und dort haben wir echt alle einen grossen Schritt zu machen. Then we have cultural accessibility. For example, how can you explain/tell people who were always taught for their whole lives that artistic sector wasn't for them, that theater weren't made for them, and they didn't have a reason to be there. How do you explain to them, oh yeah, you can come because I put a ramp, now you can come, you're welcome? No. So we talk about this. Oh, you wanted to say something, Fia? That the institutions actually talk to us. I have most times the feeling they rather talk to non-disabled, quote-unquote, experts that have worked with disabled people for 20 years. And I'm always wondering, I was now wondering, how do you do that? They or do they invite you, or how do you make the contact, and do you get paid for that work? Oh yeah, we are paid. Luckily, it's an exception in Italy, but luckily we are paid. Also eigentlich ist ja die Begegnung mit einer fremden Person eigentlich wie eine Chance, immer wieder etwas lernen zu kennen, das man noch nicht kennt. Und das ist ja wie eigentlich auch so das Grundfundament, für das die Gesellschaft eigentlich friedlich und tolerant zusammen funktionieren kann. Politiker und Politiker aus allen Parteien können uns unterstützen und auch mehr Beachtung schenken, indem sie uns als Mentorinnen und Mentoren zur Verfügung stellen und uns das Handwerk von der Politik lernen. Was sind die Themen politisch, die dich beschäftigen? Die bestimmten Themen und Minderheiten und das sind die Gesellschaft
anerkennen wir die Kleinheiten das Wichtigste. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung von allen Minderheiten in Kingston. Ja, die Gedanken sind bei mir auch schon da gewesen, ob ich mit einer Frau zusammen sein will. Also, Bist du denn jetzt in einer Beziehung? Nein, bin ich nicht. Momentan ist gut, bin ich so allein. This keynote comes to you with rage. This keynote comes to you with love. We are coming with rage because we dream about change. We are coming with love because we dream about justice. We are coming with rage and love to build complicated utopias. If, as a non-disabled person, you feel comfortable in an art space, become aware of the cold, hard, impressive fact that the disabled person you're talking to is most likely already exhausted and would have passed many of their comfort or energy thresholds to get to the event, meeting or performance. In meiner Funktion kann ich mit darüber nachdenken und Einfluss nehmen, wie städtische Institutionen zum Beispiel oder auch sonst kulturelle Institutionen sich öffnen gegenüber Menschen mit Behinderung. Und ich denke, da sind schon gute Schritte da worden und wir werden sicher darüber nachdenken, wie man das noch weiterentwickeln kann. Wenn ich jetzt schon die Mischung von Künstler und Politiker hier habe, fragen, haben die Künstler allenfalls eine Vision oder eine Idee, wie man dieses Thema hinaustragen könnte, damit eben Veränderung doch einmal stattfindet? Ich finde, wir Menschen mit Behinderungen müssen mehr provozieren. Ich finde, wir mit Behinderung müssen mehr provozieren. Wir müssen die Inklusion einfordern. Wir müssen Inklusion einfordern. Und ins kalte Wasser springen. Und ins kalte Wasser springen. Wir versuchen Zugang zu erweitern in Theaterhäusern, haben hier in der Gessi begonnen. Haben jetzt auch schon, ich habe jetzt auch schon gesehen, dass jetzt auch in anderen Projekten also Deskription mitgedacht wird oder Untertitelung. Das ist so der kleine Teil, den wir machen können. Aber das tönt für mich schon nach einem kleinen Lichtblick. Er ist noch sehr, sehr klein, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Uns wird häufig vorgeworfen, Menschen mit Behinderung, dass wir alle gleich denken. Und ich glaube, das hat man jetzt ganz klar in den Diskussionen gesehen, dass Menschen mit Behinderung aus sehr vielen unterschiedlichen Positionen kommen, intersektional positioniert sind und auch nicht immer gleicher Meinung sind. Und ich habe es super gefunden, dass es genau für diese Diskussionen Platz gehabt hat. Und ich hoffe, für die wird es auch in Zukunft Platz haben. There are this number of disabled people in the population. Why are we not seeing this number of disabled people within our stages, in our art platforms, within our processes? So there's a sheer numbers game that shows ableism in its barest form. So data and numbers, I would say, is one. The other side, for me, is about the quality of the artwork. The exceptional brilliance of the ideas, the freshness, the innovation that disabled artists bring to the work they create. Disabled artists can't copy what's gone before. They have to innovate because of access and because of their disabilities, because of impairment. So instead of saying to funders, disabled artists need your help, we flip it and say, you, the funder, need our help. You need our support and our partnerships because your systems are so inaccessible for disabled artists, and therefore disabled artists are missing out, and you are missing out on the talent, innovation and potential of those artists. My impression of these 2 days is that there has been a lot of talking. So it was so nice to finish off with the workshop Army of Love,
and do some shaking and some touching and really rethink the structures in our own doings.